Mit der Bahn reisen. Eine sanfte Morgendämmerung hüllt den kleinen Bahnhof in den zarten Schimmer des ersten Lichts. Als Emma, ein 15-jähriges Mädchen, mit einem unstillbaren Abenteuerdrang ihren Rucksack auf die Schultern hebt. Der Zug, der majestätisch auf den Gleisen wartet, wirkt fast wie ein Versprechen für all die Abenteuer, die auf sie warten. Heute beginnt Emmas Reise, die sie einmal quer durch Deutschland führen wird. Von den rauen Küsten des Nordens bis zu den mächtigen Bergen im Süden. Der Zug setzt sich langsam in Bewegung und Emma spürt ein Kribbeln der Aufregung in ihrem Bauch. Mit der Nase fast am Fenster klebend, beobachtet sie, wie die vertrauten Landschaften ihrer Heimatstadt Hamburg allmählich in die Weite des norddeutschen Flachlands übergehen. Die Felder leuchten im goldenen Morgenlicht und Emma kann kaum glauben, dass dies erst der Anfang ist. In ihrem Abteil trifft Emma auf eine ältere Dame mit weißem Haar und freundlichen, lachenden Augen. Frau Müller, wie sie sich vorstellt, ist auf dem Weg in ihre alte Heimatstadt Lübeck und beginnt, Emma Geschichten von ihrer Jugend zu erzählen. Emma lauscht fasziniert, als Frau Müller ihr von geheimen Gängen unter den Altstadthäusern erzählt, die angeblich von mutigen Kindern entdeckt wurden, die sich heimlich auf Schatzsuche begaben. Der Gedanke daran lässt Emmas Fantasie aufleben und sie kann sich lebhaft vorstellen, wie sie selbst durch geheimnisvolle Tunnel schleicht. Als der Zug in Lübeck hält, verabschiedet sich Emma von Frau Müller und setzt ihre Reise fort. Der nächste Halt führt sie nach Berlin, der pulsierenden Hauptstadt. Hier hat Emma einige Stunden Aufenthalt, bevor ihr Zug weiter nach Süden fährt. Sie beschließt, die Zeit zu nutzen, um das Brandenburger Tor zu sehen. Ein Wahrzeichen, das sie schon immer einmal besuchen wollte. Während sie durch die belebten Straßen Berlins spaziert, fühlt sie sich plötzlich winzig klein, umgeben von all den Menschen, die mit hektischen Schritten an ihr vorbeieilen. Doch als sie vor dem imposanten Tor steht, erfüllt sie ein Gefühl der Ehrfurcht und gleichzeitig des Stolzes, dass sie den Mut hatte, diese Reise anzutreten. Zurück im Zug, diesmal auf dem Weg nach München, lässt Emma die Eindrücke Berlins noch einmal Revue passieren. Doch als sie die sanften Hügel und dichten Wälder Bayerns durch das Fenster ziehen sieht, kann sie es kaum erwarten, die nächste Etappe ihrer Reise zu beginnen. In München angekommen, findet sie sich in einem Abteil mit zwei Jungen wieder, die beide einen Stapel Comics lesen. Neugierig schaut Emma über die Schulter des einen und wird sofort in die farbenfrohe Welt der Superhelden gezogen. Die Jungen, Paul und Leo, stellen sich als Geschwister vor und sind auf dem Weg zu ihrer Großmutter, die auf einer Alm in den Bayerischen Alpen lebt. Sie laden Emma ein, ihnen Geschichten von ihren eigenen Abenteuern zu erzählen. Und bald sind die drei in lebhaften Gesprächen vertieft. Die Zeit vergeht wie im Flug, und ehe Emma sich versieht, erreichen sie München. Doch ihre Reise ist noch nicht zu Ende. Die letzte Etappe führt sie ins Allgäu, wo sie die letzten Sommertage bei ihrer Tante verbringen wird. Der Zug schlängelt sich durch die engen Täler, und die Berge scheinen immer näher zu kommen, bis sie fast zum Greifen nahe sind. Als der Zug schließlich in einem kleinen Dorf hält, steigt Emma mit einem Lächeln aus. Ihre Reise quer durch Deutschland ist zu Ende, doch in ihrem Herzen weiß sie, dass dies nur der Anfang vieler weiterer Abenteuer ist. Der Sommer hat ihr mehr als nur neue Orte gezeigt. Er hat ihr die Freiheit geschenkt, Deutschland mit eigenen Augen zu entdecken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst bitte ein Abo da und drückt die Glocke, damit ihr kein Video von mir verpasst.